Wie zeichnet man den Schatten bei einer Kugel richtig? Das ist interessant zu wissen bei jeder Kugelform. Ja? So kannst du die Gegenstände plastisch darstellen. Wie zum Beispiel hier die Zeichnung eines Apfels, sodass du ihn anfassen kannst. Ja? Lichtquelle und Schatten sollten so ungefähr übereinstimmen. Also das war eine häufige Frage auf meiner Akademie. Wie kann man das ableiten? Es geht nicht darum, den Schatten 1:1 zu zeichnen, sondern das Grundsätzliche zu verstehen. Wo kommt die Lichtquelle her und wie bildet sich der Schatten aus und wie lang ist er? Also, los geht's! Fangen wir an hier links und sagen wir, die Lichtquelle kommt hier von oben. Ja, von oben links trifft sie auf unsere Kugel. Das heißt, wir haben hier ungefähr unsere Lichtquelle, unseren Lichtpunkt, die hellste Stelle der Kugel. Dann haben wir hier die Seite ist hell von der Kugel und hier haben wir den Körperschatten der Kugel. Ja. Jetzt wirft die Kugel natürlich noch einen Schatten. Ja, und der Schatten geht ungefähr hier so lang. Ja, der Schatten ist im Prinzip eine Ellipse, eine Verzerrung der Kugel. Ja. So. Um das besser sichtbar zu machen, schraffiere ich das hier. Und hier, wo die Kugel auf der Erde liegt, ist es etwas dunkler. Das nennt man den Kernschatten. Wie das genau funktioniert, erkläre ich natürlich in den Zeichenkursen auf meiner Akademie Schmidt Zeichenwelt. Hier gibt es jetzt Inspiration für dich. Ja, du siehst, je mehr man das macht, je plastischer wird das. So, gehen wir mal zum Beispiel 2. Hier sagen wir mal, die Lichtquelle kommt genau von oben. Also wir können auch sagen, 12 Uhr mittags. Ja, die Mittagszeit ist meistens, so hat wenig Tiefe, ja, es wirkt wenig realistisch. Warum? Weil die Schatten sehr kurz sind und die Kontraste sehr schwach. Ja. Deswegen sind wir auch häufig begeistert von so einem Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. So, also der Lichtpunkt ist ungefähr hier. Mit Lichtpunkt meine ich die hellste Stelle der Kugel. Und der Schatten wird jetzt mehr kugelförmig. Ja. Bleibt trotzdem eine leichte Ellipse. Und was sehen wir noch? Der Schatten wird kürzer. Hier legen wir unsere Kugel wieder auf, dass sie Bodenhaftung bekommt. Und dann schraffieren wir hier ganz einfach wieder, um zu zeigen, wo ist der dunkle Bereich und wo ist der helle Bereich. So. Also hier haben wir den Körperschatten und hier unten dann den Schlagschatten. So, ich mache das mal ein bisschen fixer hier. Du siehst, dadurch kriegt die Kugel oder der Apfel beispielsweise Bodenhaftung. Wir sehen, er liegt auf dem Boden. Ja. So, das ist Beispiel 2. Mache ich mal eine 2 hier nehmen. Und jetzt kommen wir zu Nummer 3. Und sagen wir mal, die Lichtquelle tauschen wir einfach mal die Seiten. Die kommt von hier.
Dann haben wir unseren Lichtpunkt hier. Es ist immer ganz wichtig, mehrere Zeichnungen zu machen, um dann so die Lichtquelle, also durch Kontrast zu lernen. Ja? Wenn man das ein paar Mal geübt hat, wird das immer leichter. Ja? Also hier haben wir wieder die Seite, die im Schatten liegt. Und dann haben wir hier wieder unsere Ellipse, die den Schatten, die Form des Schattens sozusagen vorgibt. Hier wieder ein bisschen dunkler, dass unsere Kugel hier Bodenhaftung bekommt. Und das hier mache ich auch noch etwas dunkler. So, jetzt haben wir schon 3 Varianten. Ja, du merkst, je mehr ich hier zeichne, je realistischer wird diese Kugel. Ich könnte jetzt natürlich noch diesen Lichtreflex hier mehr und mehr freistellen, denn um so eine Kugel läuft das Licht immer sehr sanft rum. Ja, also wir haben nicht so eine Unterschiede zwischen Licht und Schatten, wie praktisch bei einem Quader hier der Würfel. Ja. Also das wölbt sich um diese Kugel rum. So, als nächstes senken wir unsere Lichtquelle ab. Wir kommen also zu Kugel Nummer 4. Und was passiert jetzt, wenn die Lichtquelle von der Seite kommt? Du siehst, könnte fast schon Sonnenuntergang sein oder Sonnenaufgang halt, ja. Also dann haben wir praktisch den Lichtreflex wieder hier und hier unseren Meridian, ja, der hier rumgeht, ja. So, jetzt ändert sich natürlich was, je flacher die Lichtquelle, je länger wird der Schatten. Ja, es kommt auch da nicht darauf an, den Schatten wirklich genauso zu zeichnen, wie er ist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja, wir wollen nicht hier abzeichnen, sondern einfach ein Erklärungsmodell für unsere zukünftigen Zeichnungen finden. Also hier die vom Licht abgewandte Seite der Kugel. Hier liegt unsere Kugel auf dem Boden und dann haben wir hier wieder unseren Schatten. Also du siehst durch den Vergleich, was passiert. Hier ist der Schatten kürzer und hier unten wird unser Schatten länger und kriegt auch mehr eine ovale Form. Ja? Also durch die perspektivische Verzerrung. So, hier wieder einen Kernschatten etwas dunkler machen. So, dann haben wir sozusagen unsere Variante 4. Ja. So. Bevor wir zu Variante 5 kommen, lade ich dich ganz herzlich ein. Lass mir doch ein Like da, wenn dir das Video gefällt. Und wenn du mehr sehen willst, lass mir auch ein Abo da. Abonniere einfach meinen Kanal. Und dann freue ich mich, wenn wir uns zum nächsten Video wiedersehen. Jetzt geht es hier weiter mit Nummer 5. Jetzt legen wir die Lichtquelle mal hier hin.
Dann haben wir hier unseren Schatten, Quatsch, unseren Lichtpunkt und unser Schatten. Dann ist das die abgewandte Seite, ja. Und natürlich verfällt jetzt auch hier unser Schatten in die Richtung. So, hier gehen wir wieder rein. Und hier machen wir unseren Schatten, den die Kugel auf die Oberfläche wirft. Ja? So. Durch die Lage des Schattens zeigen wir halt, was passiert. So, siehst du, durch die Gegenüberstellung der Kontraste sehen wir halt wirklich ganz genau, was in welche Richtung läuft. Probier das aus, wenn du magst. Schau auch gerne auf meiner Akademie vorbei. Den Link findest du direkt unter dem Video. So, jetzt fragst du dich bestimmt, was ist Variante 6? Ganz einfach. Probier dich selber aus. Ja? Schau hier, welche Variante du noch herausfinden möchtest. Schreib es mir dann gerne in die Kommentare, was du herausgefunden hast oder welche Variante dich noch interessieren würde. Ja, denn darum geht es letztendlich, um den Austausch. Und ich bin auch neugierig, was dir so noch einfällt an Lichtquellen. Ja? Zum Beispiel, ich mache keinen Vorschlag. Selber denken ist immer gut. Ja? So, wenn du weitere Videos von mir schauen willst, schau unbedingt hier oben in die Playlist. Da geht es gleich weiter. Da findest du weitere gute Zeichentipps, die dich voranbringen. Und ich freue mich, wenn du im nächsten Video dabei bist.